hast eine Fresse zum Reinboxen. Schau dich doch mal an, dein Gesicht gehört in die Müllabfuhr. Du bist so scheiße, wenn ich dich sehen würde, würde ich dir erstmal eine Runde deine Fresse einschlagen, du respektloses Stück Scheiße. Kenne keinen, der dir nicht den Tod wünscht. Bei Gott, jeder hasst dich. Wie kann man so ein schlechter Mensch sein? Girl, ich habe keine Ahnung, warum du noch dabei bist. Wie keine andere wurde die 24-jährige Liana Kagwa während der Sendung Germany's Next Topmodel zur Zielscheibe von Hass und Feindseligkeit. Ihr Ehrgeiz und ihre direkte Art polarisierten, unzählige Hassnachrichten landeten auf ihrem Profil. 16 Wochen kämpfte sie um den Titel und schaffte es bis ins Finale der Show, stand kurz vor der Erfüllung ihres großen Traums, Germany's Next Topmodel. In der Live-Show trat sie dann entschlossen vor die Jury. Ich werde nicht mehr das Futter sein für noch mehr Hass. Denn ab jetzt höre ich nur noch auf mein Herz. Und deswegen verzichte ich auf das Finale. Während Germany's Next Topmodel und gerade auch weil ich so weit gekommen bin, habe ich meinen Traum gelebt. Aber als ich hier zurück nach Kassel kam, fing der Albtraum an. Ich wurde massiv bedroht, mehrere Male in der Stunde. Massive Beleidigung, jede Minute mehrere. Meine Familie wurde angesprochen auf offener Straße, im Supermarkt, wurde beleidigt, ich wurde beleidigt und es wurde von Woche zu Woche schlimmer. Also mir wurde aufgelauert auf meinen Spaziergangrouten, ich wurde bespuckt in der Öffentlichkeit, ich wurde beleidigt in der Öffentlichkeit, mein Auto wurde zugemüllt, ja, bis hin, dass ich Polizeischutz bekommen musste und mein Hund versucht wurde zu vergiften. Angst, Selbstzweifel, dazu immer weitere Attacken in den sozialen Netzwerken und den Boulevardmedien. Am Anfang war es hart für Liana. Nach dem Shitstorm habe ich mich eigentlich gefühlt, als wäre ich nichts wert. Und man irgendwann die Masse macht, dass man dann einfach anfängt, den Leuten zu glauben, was sie schreiben. Und ja, glaubt, der Welt würde es besser gehen, wenn man nicht existieren würde. Und ja, dass man einfach dieser furchtbare Mensch ist, was einem täglich vorgeworfen wird. Und das hat schon dolle an meiner Psyche gekratzt. Ab und zu habe ich einfach immer noch Tage, wenn ich eine blöde Nachricht bekomme, was natürlich immer noch der Fall ist, weil ich stehe in der Öffentlichkeit und es gibt immer mal jemanden, der sich noch an die blöde GNTM Liana erinnert. An manchen Tagen trifft es mich mehr und an manchen Tagen lache ich drüber. Es ist immer noch ein Prozess für mich, aber ich bin schon viel stärker geworden. Das Gefühl der Hilflosigkeit, des Ausgeliefertseins, das alles hat Liana verändert. In dieser schwierigen Zeit hat ihr vor allem der Rückhalt in ihrer Familie geholfen. Mir hat das Angst gemacht, das Cybermobbing, weil ich bin, wie gesagt, ein sehr positiver Mensch und ich habe eine sehr, sehr große Familie, die mich aufgefangen hat. Aber ich musste mich immer wieder in Menschen reinversetzen, die vielleicht schon vorher mit Selbstzweifeln zu kämpfen hatten oder die eben keine Familie haben oder Freunde, die einen da auffangen. Also das ist es ist einfach psychische Gewalt. Es ist Gewalt und das unterschätzen die Menschen, die sowas schreiben. Inzwischen engagiert sich Liana aktiv gegen Cybermobbing, möchte anderen Opfern Mut machen. Aufgrund dem, was mir passiert ist, sind mir natürlich extrem viele Leute gefolgt, die auch betroffen sind davon und die schreiben mir ihre Schicksale und denen zu helfen, das ist momentan das Allerwichtigste für mich, weil ich alleine durch den Ausstieg schon ganz vielen Leuten Mut machen konnte und die haben mir dann wirklich geschrieben, wie ich ihr Leben positiv verändern konnte und das ist ein Wahnsinnsgefühl. Mittlerweile arbeitet Liana als Model und Influencerin. Als Botschafterin im Bündnis gegen Cybermobbing geht sie in Schulen, redet mit Jugendlichen über den Hass im Netz und wie man sich schützt. Love wins, Liebe gewinnt, ist ihr Motto. Und ihre Antwort im Kampf gegen Cybermobbing. Ja, jedem Betroffenen versuche ich immer auf den Weg zu geben, sei stark, lass dich nicht von jedem Fall treffen. Also gemobbt zu werden, das hat nie was mit einem persönlich zu tun. Das ist der Hass im Menschen von dem Mobber und der wird immer irgendwo einen Grund finden. Und das kann zu dick, zu groß, zu klein, zu dünn sein. Das hat nichts mit dir persönlich zu tun. Ja, das sagt eine Frau, die Cybermobbing selbst erlebt hat und jetzt dagegen ankämpft. Live zugeschaltet ist uns Fabian Herr, Diplompädagoge und Projektleiter beim bundesweiten Bündnis gegen Cybermobbing. Guten Abend. Einen wunderschönen guten Abend. Sie haben gute Ratschläge gegen Cybermobbing, kommen wir gleich zu. Aber erst noch mal konkret zum Fall Liana Kagwa. Sie ist Model aus Kassel. Könnte man bei ihr auch sagen, die hat sich ja freiwillig in die Mühlen von Germany's Next Topmodel begeben, also die Öffentlichkeit gesucht. Gehören Hasskommentare da halt einfach irgendwie zum Geschäft dazu?
Nein, man kann eigentlich sagen, dass niemand Hasskommentare und gerade die Kommentare, die Liana erhalten hat, verdient hat. Es ist egal, ob bei Germany's Next Topmodel oder im Sport und dergleichen. Niemand hat solche Kommentare verdient. Man darf bloß halt nicht vergessen, dass diese Sendung Germany's Next Topmodel natürlich eine gewisse Quote erfüllen will und Streitereien und Reibereien in dem Sendungsformat natürlich gewollt sind. Dadurch sind viele Sachen anders dargestellt, als sie vielleicht auch wirklich in der Realität sind. Und am Ende hat dann eben die Frau sehr darunter gelitten, massiv viele Hasskommentare bekommen, aber im kleinen Rahmen, also vielleicht in geringerer Anzahl, aber trotzdem sehr treffend. Und erleben das ja viele, zum Beispiel Kinder in der Schule. Was unterscheidet das Mobbing, wie es viele schon von früher kennen, und dieses Cybermobbing? Mobbing ist ja dieses Ausgrenzen, Anfeinden über einen längeren Zeitraum, gerade dieses viele gegen einen. Cybermobbing ist deutlich schwieriger als Mobbing, weil es im virtuellen Raum stattfindet, also per Smartphone, Internet grundsätzlich. Das heißt, das, was uns früher auf dem Weg zur Schule oder in der Schule passiert ist, passiert jetzt 24/7 jederzeit und endet einfach auch nicht an der Haustür. Selbst zu Hause hat man nicht seine Ruhe. Während der Mobber einem früher gegenüberstehen musste und man die Person kannte, ist das mittlerweile so, dass man sehr häufig, gerade auch im Fall von Liana, ihre Mobber überhaupt nicht kennt. Es sind x-beliebige Leute, die sie angeschrieben haben und angefeindet haben und die man persönlich meistens gar nicht mehr kennt. Diese Hemmschwelle im Internet ist dadurch deutlich gesunken. Das heißt, man nimmt Leute nur noch virtuell wahr und nicht als reale Personen. Und dadurch ist es viel, viel leichter, Hasskommentare abzusenden. Also für Mobber ist es leichter geworden. Wer ist besonders in Gefahr, Opfer von solchen Dingen zu werden? Das Wort Opfer ist immer ein bisschen schwierig. Also es kann jeder Ziel von Mobbing werden. Nicht jeder muss direkt ein Opfer sein. Es ist grundsätzlich schlecht zu sagen, ja, das ist ein typisches Opfer. Es gibt natürlich äußere Merkmale. Wenn jemand stottert, wenn jemand zu klein, zu dick ist oder sehr Unsicherheit ausstrahlt, sind das immer beliebte Ziele und Angriffsziele, dass diese Person gemobbt werden könnte. Es ist natürlich kein Garant, aber meistens die leichtesten Angriffsziele. Wie können sich Betroffene wehren? Ganz entscheidend ist es einfach, nicht dagegen zu feuern. Wenn man auf Hasskommentare mit verbaler Wut reagiert, gibt es eine Gewaltspirale nach unten, die kein gutes Ende nimmt. Am Anfang kann es nützlich sein, die Mobber zu blockieren und zu ignorieren. Aber im Fall Liana waren das solche Massen, dass das nicht möglich war. Im kleinen Rahmen kann man noch versuchen, das von den Plattformen zu nehmen. Aber ab einem gewissen Zeitpunkt ist es nicht mehr möglich. Dann sollte man die Polizei und einen Anwalt aufsuchen. Wenn das Ganze im schulischen Kontext stattfindet, könnte ich mir vorstellen, ist Polizei vielleicht nicht der erste Schritt. Und Eltern wollen auch was tun, selber einschreiten. Was raten Sie Eltern? Richtig, Eltern kommen sehr häufig zu uns und fragen, was sie machen können. Sie möchten am liebsten ja gerne mal die Eltern des Mobbers besuchen, um die Situation zu klären. Davon raten wir grundsätzlich ab. Das zeigt nur, dass das eigene Kind nicht in der Lage ist, sich selbst zu verteidigen. Gerade wenn es Kinder betrifft, ist hauptsächlich die Mobbing-Plattform nicht das Internet, sondern eher die Schule. Das heißt, binden Sie die Schule mit ein, mit dem Vertrauenslehrer oder mit dem Lieblingslehrer Ihres Kindes, dass das Kind sich dem Lehrer öffnet und dass dort auch schulisch das Problem gelöst werden kann. Sehr guter Rat von Fabian Herr, der sich gegen Cybermobbing einsetzt. Dankeschön. Danke auch. Ja, und die Internetseite seines Vereins, eine Hotline und weitere Anlaufstellen für Betroffene von Cybermobbing haben wir verlinkt auf unserer Internetseite hrfernsehen.de/die Ratgeber. Und wichtigster Rat für Eltern kann man, glaube ich, festhalten. Sie sollten sich dafür interessieren, was ihre Kinder im Internet tun und dann womöglich auch die Schule einschalten, wenn das Ganze im schulischen Kontext passiert.